Das Trampolin von Gravitrax ist einerseits faszinierend, andererseits kann es aber auch ziemlich frustrierend sein, denn wenn mehrere davon hintereinander gebaut sind, dann kommt es durchaus trotz ausreichender Planung zu jede Menge Kugelchaos, weil die Kugeln einfach nicht zuverlässig gleichmäßig über diese Trampoline drüber springen wollen. Das ist nicht unbedingt nur die Schuld des Trampolins, sondern auch der Gleichmäßigkeit der Zuführung der Kugel zum Trampolin. Ob der Winkel immer gleich ist, die Geschwindigkeit, das hat auf jeden Fall jede Menge Einfluss auf das Trampolin bzw. auf den Sprung. Und das Trampolin an sich ist auch nicht so ganz unschuldig, denn die Sprungfläche ist schon relativ klein. Das liegt natürlich an dem einerseits breiten Rand, andererseits auch an dem innen relativ hohen Rand. Dadurch sind viele Kanten im Weg und wenn die Kugel dagegen splattert, dann war es das natürlich mit dem planmäßigen Sprung. Deswegen habe ich mir in den letzten Wochen mal so ein paar Gedanken gemacht und verschiedene Sachen überlegt, wie man das Trampolin vielleicht verbessern könnte oder ersetzen möglicherweise durch ein 3D gedrucktes Teil. Und was jetzt da so bei rausgekommen ist, das seht ihr hier in der neuen Ausgabe des Kugelbahn-Labors. Im 3D-Druck gibt es nicht nur harte Materialien, so wie hier beispielsweise PLA, versuche mal, dass die Rolle nicht runterrollt, was nur schwer biegbar ist und damit gut verdruckt werden kann. Also da sieht man, das ist ziemlich starr, lässt sich sehr simpel verdrucken. PLA ist so das gängigste Material für 3D-Drucker, was man verwendet. Es gibt noch viele andere, auch harte. Es gibt aber auch weiche Materialien und das ist in der Regel TPU. So wie dieses hier sieht man schon, das glänzt ein bisschen mehr. Und wenn ich hier den Faden mal aufnehme sozusagen, dann sieht man schon, das ist hier alles etwas weicher und deutlich flexibler. Das ist jetzt TPU 95A, was ein bisschen flexibel ist, aber trotzdem formbeständig. Heißt, es ist also noch relativ hart und lässt sich mit jedem Drucker verdrucken eigentlich, außer in diesen Farbwechselsystemen wie das Ace Pro bei Anycubic oder das AMS bei Bambulab, weil dort kommen diese Systeme mit der Weichheit des Materials nicht ganz so gut klar. Dann gibt es hier noch ein TPU, das ist 64D, das ist schon ein wenig härter als das 95A. Fühlt sich erstmal gar nicht so viel härter an, ist auch gut flexibel, aber hinterher beim Druck ist es halt nicht ganz so weich und flexibel wie das 95A. Und ich wollte natürlich mit dem TPU Trampolinflächen schaffen, wo die Kugel drauf springt und natürlich dann weiterspringt. Und diese Trampolinflächen, habe ich gedacht, würden schon gut funktionieren. Seht ihr gleich, dass es nicht ganz so gut gepasst hat. Und dann habe ich mich noch ein bisschen umgesehen und hier noch TPE gefunden. Das kenne ich noch aus einer früheren beruflichen Zeit. Da gab es so Vibrationsdämpferfüße, die hatte ich mal eine Zeit lang unter einem Subwoofer drunter, dass die Vibrationen des Subwoofers nicht so sehr in den Boden reingehen. Und dieses Material ist also auf den ersten Blick gar nicht so viel anders als das TPU. Das ist schon deutlich weicher und lässt sich entsprechend schwerer verdrucken. Näheres dazu erzähle ich dann auch gleich nochmal. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was ich mit diesen 3 Materialien angefangen habe. Dafür habe ich diesen kleinen Aufbau gebaut, wo die Kugel durch eine 3D-Druckvorrichtung zuverlässig senkrecht nach unten auf das Trampolin stürzt und als erstes fällt die Kugel hier auf ein normales Trampolin. Und die Kugel springt hier ja wirklich ziemlich gut. Der erste Versuch. Auf eine Fläche PLA habe ich mit rotem TPU 95A eine Sprungfläche oben drauf gedruckt. Der Cobra X eignet sich momentan als einziger 3D-Drucker dafür optimal. Leider ist das Ergebnis von optimal maximal entfernt. Dann ein solides Trampolin aus TPU mit einem Bienenwaben-Infill. Aber auch hier ist die Sprungfähigkeit eher begrenzt, genau wie bei einem baugleichen Teil, nur mit einem anderen Gyroid-Infill. Naja, kann man halt vergessen. Jetzt kommt das TPU 64D und hier kann man schon sehen, wie hart das nach dem Druck ist. Das Ergebnis dürfte klar sein, bringt ebenfalls nur wenig.
Die Idee, die Sprungfläche in ein Gehäuse zu setzen, war ebenfalls ziemlich sinnlos, aber was wäre, wenn die Sprungfläche über das Trampolin gespannt ist? Gesägt, tun, getan und ein Gehäuse konstruiert, wo ich das TPU drüber spannen kann. Jetzt wird es zwar etwas besser, ist aber immer noch von der Leistung des originalen Trampolins weit entfernt, egal ob hier nun TPU 95A oder 64D verwendet wird. Hier kommt jetzt einer der wenigen TPE-Drucke ins Bild. Das springt schon nicht schlecht. Leider verändert sich das Material beim Druck, sodass das hier ein bisschen größer geworden ist als die gleich großen TPU-Drucke. Ich hätte es also ein bisschen kleiner drucken müssen und mehr Spannung reinbringen, aber ich hatte echt keine Lust mehr, den Druckkopf nochmal auseinandernehmen zu müssen. Ja, das ist natürlich alles etwas ernüchternd. Vor allen Dingen vom TPE hatte ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet, aber ich wollte jetzt auch nicht noch mehr riskieren, meinen Druckkopf zu verstopfen damit. Deswegen habe ich mit dem TPE jetzt nichts weiter ausprobiert. Es ist halt alles sehr viel Aufwand, dieses ganze Zeug da raus zu fummeln. Und ich weiß nicht, wie oft so ein Druckkopf lebendig auseinandergenommen werden kann, damit er hinterher dann auch noch funktioniert. Und während der ganzen Testerei und Druckerei und Ausprobiererei schrieb mich dann irgendwann BQ an. Also hier ist es der wirklich ungeplante Werbeteil dieses Videos und BQ ist ein chinesischer Hersteller auch, die sowohl eigene Drucker herstellen, wusste ich bislang auch noch nicht so ganz, aber auch Zubehör für Bambulab Drucker und mittlerweile scheinbar auch eigene Filamente, und die haben gefragt, ob ich nicht mal das Morflex Filament von denen ausprobieren möchte, und der Name lässt schon vermuten, dass das ein flexibles Material ist, und das sieht man hier auch ganz gut. Ist halt so ähnlich wie TPU, es ist auch, glaube ich, eins, aber mit einer Besonderheit, dass dieses Material vor dem Druck eine Härte von 90A hat und nach dem Druck 70A. Den Link dazu, den stelle ich euch mal in die Videobeschreibung. Ich kriege also da kein Geld für, ich habe nur die Rolle zum Testen einfach zugeschickt gekriegt. Und was ich damit für Ergebnisse erzielt habe, das könnt ihr euch jetzt noch kurz ansehen. Und das Morflex von BQ ist wirklich das beste Material in dieser Versuchsreihe. Die Kugel springt ordentlich, es reicht aber dennoch nicht an das Original heran. Einzelne Trampoline davon in einer Reihe anderer zu verbauen, klappt noch ganz gut, aber insgesamt geht der Kugel auf diesem Material dann doch recht schnell die Puste aus. Also dieses Morflex hat schon ganz gut funktioniert, allerdings auch nicht so zufriedenstellend, dass ich jetzt sagen könnte, wow, das ist die ultimative Lösung. Es ist halt einfach so, nach 2, 3 Trampolinen, dann hört die Sprungkraft dann doch auf, und es ist einfach bei schwächer springenden Kugeln hinterher die Kraft einfach zu wenig, um vernünftig weiter befördert zu werden. Aber ich habe noch so 1, 2 Ideen, wie ich hiermit vielleicht doch noch was begucken kann. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, wie kann ich das denn noch anders begehen. Und denn in diesem Trampolin hier ist ja so eine Art, ich weiß gar nicht, ist das ein Fliegengitter, was da drin ist? Es ist auf jeden Fall ziemlich starr, und das liegt natürlich daran, dass das in dem Trampolin gespannt sein muss, und deswegen schrauben wir das Ding jetzt mal auf und gucken mal da rein. Dazu einfach die 3 Schrauben lösen. Kleiner Hinweis direkt an dieser Stelle: Mit einem Akkuschrauber kann man die rausdrehen. Beim Reindrehen sollte man allerdings nur einen Schraubenzieher verwenden, denn dreht man zu fest, kommen die sehr knapp bemessenen Schrauben auf der Oberseite des Trampolins wieder raus. Zutage kommt hier das Innenleben, und die Sprungfläche ist zwischen dem weißen und dem grünen Teil eingeklemmt, was auch gleichzeitig für die Spannung der Fläche sorgt. Ja, dann brauche ich ja eigentlich nur einen adäquaten Ersatz für das Fliegengitter, was da in dem Trampolin drin verbaut ist. Und da dachte ich mir, bestellst du mal eine Rolle Tüll. Ich habe mal auf dem Kanal von XR Control gesehen, verlinke ich mal hier oben in der Videokarte, wie er Tüll auf einen Druckteil gespannt hat und das zugedruckt hat und dann auf dem Tüll weiter gedruckt hat. Das sah ziemlich
cool aus und funktionierte auch. Heißt also, das Tüll hält diese 220 Grad an der Druckerdüse auch aus und schmilzt nicht da weg und so. Das scheint also zu funktionieren. Also habe ich mir überlegt, druckst du doch einfach mal dieses Tüll in ein Druckteil ein. Und dieses Druckteil ist dieses hier. Man sieht das Tüll wahrscheinlich nicht. Ich hätte das vielleicht in grün drucken sollen, also hätte ich es ein bisschen abgesetzt. Auf jeden Fall ist dieser Stoff da drinne. Allerdings ist das Spannen etwas schwierig. Das Trampolin muss ja schon deutlich unter Spannung stehen, damit diese Kugel auch wieder wegfedern kann. Und das ist halt während des laufenden Drucks nur schwierig zu bewerkstelligen, ohne eine etwas größere Konstruktion auf das Druckbett drauf zu bauen, was das richtig spannend, weil der Druckkopf muss ja hin und her fahren und wenn der Druck beendet ist, dann fährt das Druckbett ganz nach vorne und das kann hinterher dann doch zu Problemen führen und so ist das hier mit dem Tüll auf jeden Fall nichts geworden, obwohl es eigentlich eine ganz coole Idee war. Vielleicht ist das Tüll aber auch zu dünn und sowieso viel zu flexibel, um ordentlich gespannt zu werden. Deswegen habe ich mir natürlich auch noch ein richtiges Fliegengitter bestellt, was schon etwas gröber ist als das Tüll. Hat auch die Wabenstruktur des Trampolins. Das sieht relativ ähnlich aus, ist aber definitiv noch nicht dasselbe, was hier in diesem Trampolin drin ist. Und damit habe ich natürlich auch dieses Festdrucken ausprobiert. Ich habe dieses Fliegengitter hier an dem eingedruckten Teil auch mal dran gelassen. Hier sieht man, wie das hält. Die Spannung ist hier zwar so ein bisschen besser, okay, es ist ziemlich lose eigentlich und hat natürlich dasselbe Sprungergebnis, als wenn das Fliegengitter gar nicht hier eingedruckt wäre. Dann dachte ich, machst du doch mal was ganz anderes, nicht mit Fliegengitter oder Tüll, sondern mit so einem Theraband. Das braucht man für Sport, zum Krafttraining, um sich ein bisschen zu stretchen, irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein schönes Gummi, wo ich gedacht habe, das kannst du ja vielleicht mal versuchen, da reinzudrucken. Da musst du vielleicht auch nicht so ganz krass spannen. Habe ich probiert, funktioniert natürlich nicht, weil die Düse läuft dann zwar auf dem Material her, das sieht jetzt hier auch so aus, als ob es halten würde, aber es ist natürlich nicht heiß genug, um die Unterseite des Therabandes mit der Oberseite des unteren Druckteils zu verschmelzen. Am oberen hält es dran, aber das hilft einem ja nicht sonderlich weiter. Außer ich baue dann dieses Teil wieder irgendwie separat irgendwo ein. Aber dazu vielleicht später noch mal mehr in einem weiteren Video. Hier bin ich mit meinen Tests noch nicht so ganz am Ende. Wollte jetzt aber auch irgendwann mal einen Punkt erreichen, wo ich sage, okay, jetzt ist mal gut und jetzt musst du ein Ergebnis mal irgendwie haben. Aber ich hatte ja eigentlich kein Ergebnis und beim Aufschrauben des Trampolins, da ist mir etwas aufgefallen. Hier ist die äußere Schale des Trampolins, also da ist das Innenleben jetzt raus und man sieht ja hier, wie das Innenteil sechseckig ist und das Innenteil, wo das Sechseck drauf sitzt, ist innen rund. Und dann habe ich überlegt, gibt es irgendeinen Grund, warum das sechseckig sein muss und das Innenteil rund, also gibt es da irgendeinen Zwang dahinter und es gibt meines Erachtens nach keinen. Der einzige Grund, warum das Innen ebenfalls sechseckig ist hier, das ist einfach die Optik, dass das Trampolin einfach sechseckig aussehen soll. Damit verschenkt Ravensburger also im Vergleich zu der Fläche, zu dieser Innenfläche, ganze 4 Quadratzentimeter auf diesem sowieso schon relativ kleinen Trampolin. Und diese 4 Quadratzentimeter bringen eben über 30% mehr Sprungfläche da rein, was das Trampolin rein statistisch auch eben um diese 30% zuverlässiger machen kann. Also habe ich überlegt, ich designe mal eine neue Trampolinhülle und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Zunächst ein kleiner Aufbau mit normalen Trampolinen, was bei 3 Durchläufen auch problemlos funktioniert. Das ist hier ziemlich kugelsicher, würde ich sagen. Dann ersetze ich die Trampoline gegen die illegale Version, dann läuft das auch zuverlässig. Hier kann ich sogar das letzte Trampolin noch einen halben Stein tiefer setzen und es funktioniert immer noch.
Oder auch beim vorderen einen ganzen grauen Höhenstein entfernen, auch damit funktioniert das noch. Denn, was unerwartet ist, die gedruckten Trampoline geben der Kugel mehr Sprungkraft, wie dieser Vergleich hier gut zeigt. Diese innere Kante ist beim 3D-Druckteil genauso hoch wie beim Original und trotzdem spannt sich das Netz noch ein bisschen stärker. Das heißt, die Kugeln haben noch ein bisschen mehr Sprungkraft dahinter, was natürlich nicht unbedingt schlecht ist, was allerdings bisherige Strategien, die man mit dem Trampolin so gemacht hat, ein bisschen über den Haufen wirft, weil die Kugel sich auf diesen Alternativtrampolinen ein bisschen anders verhält. Aber das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen an. Hier ist jetzt ein kleiner Testparcours, erstmal gebaut und getestet mit der modifizierten Variante der Trampoline. Die Kugel landet nach dem letzten Trampolin im Ziel, springt dort dann weiter in die Kurve. Hier ist so ein kleiner Haken, die Kugel landet nicht immer direkt in der Kurve, hier gibt es in der Tat auch mal einen Ausfall. Alle anderen Trampoline arbeiten aber zuverlässig und die Kugel landet sicher im Kugelfänger. Jetzt baue ich die Strecke um auf die normalen Trampoline und ich hätte gedacht, das Problem beginnt schon beim ersten Trampolin am Rand, aber das klappt sogar noch. Allerdings federt die Kugel mit weniger Schwung weg und schafft es so nicht bis zum nächsten Trampolin. Darum ersetze ich jetzt das erste Trampolin und anschließend alle weiteren Trampoline, bis die Bahn wieder durchläuft. Zum Schluss bleibt nur das letzte Trampolin, was auch wirklich funktioniert. Mit dem 3D-Druck-Add-on für das Trampolin haben die Kugeln also scheinbar mehr Schwung. Diese runde Version hier des Trampolins ist natürlich auch nicht der Weltenretter, aber das bringt schon deutlich mehr Zuverlässigkeit, obwohl es wirklich gar nicht so viel größer aussieht. Hat es deutlich mehr Sprungfläche als das Original. Und mein Plan war eigentlich auch gar nicht, hier ein 3D-Druckteil rauszubauen. Mir war schon vorher klar, dass wenn ich irgendwas Brauchbares aus diesen weichen Materialien hinbekomme, dass es eigentlich nicht attraktiv werden kann vom Preis her, weil die Materialien sind relativ teuer. Man muss sehr langsam drucken, das dauert alles sehr lange. Die Chance, dass dann beim Drucken doch mal irgendwas schief geht, wegen diesen weichen Materialien, dass sie sich irgendwo verheddern, ist relativ hoch. Aber mit dieser Schale ist dann am Ende doch ein Druckteil raus entstanden und das könnt ihr natürlich jetzt auch im Kugelbahnshop erwerben. Also es gibt diese neuen Trampolinschalen, die ein bisschen mehr Sprungfläche bieten für das Trampolin, jetzt im Kugelbahnshop und die Montage ist relativ simpel. Ihr braucht einen Torx-Schraubenzieher, ziemlich klein. Ich habe jetzt die Größe nicht parat, mit dem ihr diese 3 Schrauben löst und dann die Schale einfach austauscht und diese wieder mit den 3 Schrauben festschraubt. Und das war es dann auch schon und ihr habt ein bisschen mehr, ja, möglicherweise Zuverlässigkeit bei euren Trampolinen. Und das war es hier eigentlich schon im Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe hier doch viel Zeit investiert in die ganzen Tests, in die ganzen Konstruktionen, auch in die Materialien ein wenig Geld. Danke an BQ für das Sponsoring der coolen Morflex-Rolle. Das war ja wirklich das beste Material, was ich hier verdruckt habe. Fliegengitter und so weiter und so fort. Darum lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Ciao!